Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist mal wieder der Chrissy und ich komme jetzt mal ins Bild, hier hüpft. Ich begrüße euch ganz recht herzlich hier zu einem weiteren Teil der Print NC4. Heute machen wir mal die X-Installation, zumindest gucken wir mal, dass wir hier unsere Z-Plate an die X-Achse festgebastelt kriegen. Ich habe die Wagen schon wieder dran drauf gefummelt, dazu habe ich hier alles wieder auseinandergebaut und habe dann die beiden Wagen hier drauf gepackt. Die haben jetzt auch noch keine Schmiernippel. Hier die oben haben ja auch noch keine Schmiernippel, seht ihr ja auch. Das habe ich alles noch nicht gemacht, das brauchen wir auch jetzt hier noch gar nicht. Ja. Es ist alles nur vorgefügt, hier oben auch nur mit 2 Schrauben. Also wir werden jetzt hier nicht irgendwie die Welt retten, sondern wir werden erstmal gucken, ob das passt alles. Die 3D-Zeichnung sagt, wir sollen irgendwie M6x12 oder sowas nehmen. Kleine Minischrauben. Und wenn wir hier mal eine Unterlegscheibe nehmen, wenn es hier so quietscht, das ist mein Stuhl. Ja? Der kennt den Stuhl schon, Stammzuschauer kennen den Stuhl. Wenn wir hier M6x12 nehmen und wir haben hier ein 6er Aluminiumteil, die Dicke des unteren Winkels, dann haben wir hier noch 6 minus die Unterlegscheibe, also vielleicht 5,5 mm Futter. Und das finde ich ein bisschen wenig, um das hier in den Schuh zu machen. Deswegen werden wir das nicht machen. Wir werden nicht M6x12 nehmen, sondern wir nehmen M6x20. M6x20 ist sowieso eine Schraube, die wir jetzt noch brauchen werden. Und zwar brauchen wir die oben. Hier oben brauchen wir M6x20 und hier unten dann, wenn der Winkel dran ist, dann brauchen wir hier M6 mal, weiß ich nicht, gucke ich nochmal nach. So, und was man jetzt eben macht, ist ganz einfach. Wir nehmen jetzt einfach mal die Schraube und versuchen den jetzt mal hier so ein bisschen anzusetzen. Zumindest ans erste Gewinde, sage ich mal. Und bei dem Gewinde, da kann ich euch mal eins sagen, versucht nicht, die Gewinde in dem Wagen nachzuschneiden. Das werdet ihr nicht schaffen. Ja? Könnt ihr vergessen, das wird nicht funktionieren. So, und jetzt sehen wir schon, dass das hier ziemlich nah dran lang läuft, aber das ist auch gewollt, weil wir natürlich hier diese, wie nennt man das? Naja, wir wollen halt diese Kräfte nicht haben. Ne? Wenn das alles sehr lang ist und sehr weit weg, dann hat man so Kräfte, die dran ziehen und dann fängt die Achse an zu kippen und das wollen wir nicht. Und deswegen sind die Jungs und Mädels hier drin so nah dran. Die ganzen Strippen und alles hier, die ganzen Bohrlöcher. So, jetzt müssen wir hier noch die entsprechenden, das heißt wieder zu doll angezogen, das heißt, da gehen die Schrauben nicht drin. Wir werden auch alles nur ansetzen. Also wie gesagt, wenn das hier klappert und klimpert, seid mir nicht böse, aber das ist nun mal so, wenn man bastelt. Wir werden das alles nur anlegen, weil sonst verspannen wir das eventuell. Und gerade so bei Linearführungen, hier müsst ihr wirklich aufpassen, da haben sich schon Leute richtig ins Knie geschossen. Was man macht ist, man legt die äußeren Schrauben nur anlegen, nur ganz leicht anlegen. Weil wenn ihr die erste Schraube, die ihr hier bei diesen beiden Wagen habt, wenn ihr die anzieht, dann knüppelt ihr die Wagen um die Ecke sozusagen, ihr verdreht die und dann läuft das hier oben ganz schwer. Und das ist ja das, was ihr nicht wollt. Ne? Deswegen müsst ihr da dann schon ein bisschen aufpassen bei der Montage. Und bei der Mechanik, ich bin jetzt nur Stripper, aber bei der Mechanik ist es natürlich ganz simpel. Es wird immer alles erst vorgefügt. Ja, es wird alles vorgefügt, bevor irgendwas angeballert wird. Und erst wenn alles zusammenpasst, dann wird es angezogen mit den entsprechenden Drehmomenten. Da könnt ihr nachgucken. Ich habe jetzt hier M6er Schrauben mit 8,8er Festigkeit. Das reicht vollkommen aus. Viele Leute sagen immer, ja, da musst du 12 neue nehmen. Und das ist doch Quark. Die Kräfte brauchen wir gar nicht. Jute 8,8er Schraube reißt du hier auch aus dem Eisenstahlträger raus, wenn du die richtig anballern würdest, also so richtig unangenehm anballerst, ohne Drehmoment. Ne? Also von daher, die hält das schon aus. So, jetzt haben wir die ein bisschen vorgefügt und wir sehen schon, also ich sehe es, ihr könnt es nicht sehen von der Seite, dass die Löcher hier nicht zusammenpassen. Na? Also da haben wir schon mal Scheiße gebaut. Das ist natürlich Quatsch. Jetzt passen sie. So, jetzt haben wir das hier ein bisschen grob vorgefügt, damit das hier so ein bisschen hält. Also wie gesagt, wenn ihr Wagen anzieht, zieht die Sachen erstmal mit der Hand fest. Ganz vorsichtig. Und dann bewegt sich das auch nicht mehr. Und dann laufen die. Ja, ihr seht das, die sind jetzt noch nicht gereinigt, aber ne, die, guckt mal hier, das ist wunderbar. Ja, so wollen wir es haben. So, und jetzt kommen wir zum Star. Den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Wir haben hier einmal vom Jens unsere Aluminiumplatte, die brauchen wir gleich. Die kommt nämlich jetzt hier oben zwischen. Ja. So, und dann haben wir hier unsere
ja, wie heißt sie denn, unsere Spindelplatte. Hier sind schon wieder Späne, das ist nicht gut. Dann verkratzt sich alles. Ich will das nicht verkratzen, das soll alles schön aussehen. So, und dann sehe ich hier auch gerade etwas, was mich ein bisschen wundert in einer 3D-Zeichnung. Normalerweise müsste ich jetzt hier einen 8 mm Shim zwischenbauen, also ein 8 mm Blech. Wenn ich das jetzt aber hier zwischenbaue, dann steht meine Z-Achse nicht gerade. Sehe ich gerade. Das ist natürlich richtig scheiße, aber das werden wir gleich noch rausfinden, was das Problem ist. So, dann gucken wir mal. Nö, das passt, habe ich mich verguckt. Das wollte euch nur ärgern. Meine Güte, man kann doch auch mal einen Spaß machen, oder? So, und unten sollen wir natürlich auch kurze Schrauben nehmen, weil wir haben natürlich hier diese wunderschönen, ja, diese Taschen in den Gewinnen. Und da seht ihr das auch. Wir dürfen die auch nicht so lang machen. Wir brauchen nachher auch lange Schrauben, da kommen wir noch zu. Also unten ist M6x12 und oben ist M6x20, weil hier natürlich noch dieses Abstandsgedöns noch dazu kommt. Die Amerikaner nutzen natürlich keine Unterlegscheiben, aber ich sag mal so, ich habe hier Schnorrscheiben besorgt. Schnorrscheiben sind Unterlegscheiben mit so Riffel drauf. Die nimmt man eigentlich bei Aluminium. Ja. Meine normalen Unterlegscheiben passen nämlich hier nicht in die Löcher rein, also können wir die nicht nehmen. Aber ich habe Schnorrscheiben. Die nehmen wir jetzt aber noch nicht, weil wir jetzt erstmal nur eine Anprobe machen. Ja. Wir gucken erstmal, wie das so grob aussieht. So, dazu suchen wir uns jetzt hier mal ein Loch. Und das mit den großen oder mit den langen Schrauben, was ich euch gerade gesagt habe, das ist nachher, wenn wir das ausrichten. Ja, wenn wir das nachher ausrichten, dann machen wir hier längere Schrauben rein, hier unten. Also eine zum Beispiel, oder nee, ist Quatsch gesagt, zwei, hier links und rechts. Und dann machen wir die Schuhe los und dann drücken wir mit der langen Schraube hier durch auf die Schuhe. Und dadurch können wir dann das Kippen der Achse hier einstellen. Ne? Und wenn ich mir jetzt hier mal die Schrauben angucke, die ich hier gebohrt habe, dann passen die. Das ist ja schon mal lustig. Das sieht zumindest aus, als würden die passen. Das ist jetzt natürlich richtig schön russisch gebaut hier, aber ist egal. So. Und jetzt nehmen wir mal hier, versuchen wir das mal hier reinzuschrauben. Wenn das Ding klappt, müsste eigentlich klappen. Da war's. Jetzt, da ist das Gewinde. So, das sieht doch schon mal noch was aus hier. Wie gesagt, das ist alles noch lose. Ja, also, ups, jetzt habe ich meinen Audiosender. Da ist er. Ich habe ja wieder mein Mikrofon an. Ich habe es gerade weggeworfen. So, und jetzt können wir hier schon mal die anderen Schrauben schon mal ein bisschen ansetzen. Es geht nur ums Gucken, ob es passt, Leute. Es geht jetzt noch nicht, dass wir jetzt die Z-Achse bauen, weil wir natürlich erst noch pinseln müssen. Ja, denkt dran, wir müssen noch pinseln. Ich will nur gucken, ob meine Bohrlöcher passen. Und das sieht aber erstmal so aus, als würden die passen. Was mir schon mal gefällt. So, gucken wir mal. Das müssen wir hier natürlich nachher alles noch einstellen. Ja, ihr seht es hier, deswegen ist das alles lose. Müssen wir hier mit der Messuhr langfahren und so. Das machen wir alles noch. Ja, das machen wir alles noch. Jetzt geht es erstmal nur darum, ob die Schrauben grundsätzlich passen. Ja, das sieht hier ein bisschen eng aus, muss ich sagen. Also, aber das scheine ich doch ganz gut gebohrt zu haben. Die Schraube hier, die will nicht. Kann natürlich sein, dass wir hier noch ein bisschen korrigieren müssen mit der Position. Ne, die will noch nicht. Gucken wir mal eine andere Schraube, wie die anderen aussehen. Wie gesagt, das muss man halt natürlich hier alles so ein bisschen hin und her schieben, bis es dann irgendwie da reinpasst. Und das ist das, warum wir jetzt die Anprobe machen. Ja, damit wir halt gucken können, ob das alles so zusammenpasst, wie wir uns das vorstellen. Diese Schraube, die ich hier gerade rausgeschraubt habe, das ist die, wo wir nachher die Z-Plate hier sozusagen drüber ausrichten. Also das ist dieser Pivotpunkt, worum sich das dreht. Ja, doch, die Schraube geht hier. Das ist. Aber ich glaube, ich habe hier irgendwie mit der. Ich muss, glaube ich, die Löcher von der also von dieser Shim, also von diesem von der Zwischenplatte muss ich, glaube ich, da muss ich die Löcher ein bisschen größer bohren. Das ist die sorgen dafür, dass ich nicht aufs Loch komme. Ja, naja, dann müssen wir das machen. Geht nicht anders. Ihr seht es also, ne? Ich habe zwar vernünftig gebohrt, ich sehe die Gewinde auch wirklich tadellos da drin, aber so richtig will das da noch nicht rein.
Ja, hier die Schraube geht zum Beispiel, seht ihr? Aber die anderen beiden, ich sehe das hier Winde, das funktioniert auch, aber dahinter ist diese Platte und die Platte hat irgendwie zu kleine Löcher. Die müssen wir dann noch ein bisschen größer bohren. Ja, also ihr seht es hier, ich bin dran am Gewinde, aber ich kriege die Schraube nicht rein. Und darum macht man das. Darum macht man diese Anprobe. Und das ist wirklich diese Platte. Ja, dann müssen wir die mal bohren. Dann machen wir das mal. Bohren wir mal die Löcher ein bisschen größer. Ne, diese Abstimmplatte ist natürlich nur dafür da, die ist zum Abstimmen. Ja, das heißt, die macht uns hier die Entfernung an der Stelle. Die soll nicht perfekt an einer bestimmten Stelle sitzen, weil ihr seht es nämlich, ich kann es euch leider nicht zeigen. Also die Bohrung in der Z-Plate ist, glaube ich, 6,2, 6,5, keine Ahnung. Und die Abstimmplatte hier hinten, die hat irgendwie ein kleineres Maß. Und dementsprechend wollen die Schrauben nicht in die Gewinde. Ne? Aber das ist eben das, warum man das tut. Man fügt das vor und guckt sich das an. Aber so sieht es natürlich schon sexy aus. Ne? Das ist schon, sieht schon wie eine Fräse aus. Ne? Gefällt mir schon. So. Ja, also da müssen wir jetzt mal ein bisschen nacharbeiten. Aber das ist halt so bei so Projekten. So. Ja, also wisst ihr, was ich meine? Diese Platte, wenn ich jetzt die Schrauben rein tue, guck mal hier, also ich zeige euch es mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist überhaupt null Spiel. Ja? Und das ist schon Kikifax. So, also wird der Chrissy jetzt mal schnell die Sachen bohren. Die werde ich ein bisschen größer bohren, 7 oder so. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen, oder? Also, ja, stay tuned. Muss ich mal schneiden diesmal, aber ist egal. Bis gleich. So, liebe Community, da bin ich schon wieder. Können Sie zwischendurch noch 2 Bier getrunken? Nee, habe ich nicht. So, ich habe die jetzt auf 7 aufgebohrt, die olle Platte. Also nur die äußeren 4, ja, die in der Mitte haben wir so gelassen. Weil das wird unsere Pivotschraube sozusagen, um die sich hier alles drehen wird. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache die nicht größer. So. Und dann gucken wir mal, ob das passt hier mit den Sino-Schrauben. Jetzt habe ich es natürlich weggeschoben. Jetzt müssen wir bloß noch die Stelle wiederfinden, wo die Löcher sind. Da ist sie. So, das ist unsere Pivotschraube sozusagen. So, die sagt der Stuhl, ich weiß, der geht euch richtig auf den Sack, aber ich kann es nicht ändern. Das ist halt ein uralter Küchenstuhl, aber der ist super cool zum Arbeiten. So, und guck mal, jetzt gehen die Schrauben auch rein. Und das, was ich meine, das ist do-it-yourself, ne? Da muss man halt mal ein bisschen nacharbeiten. Ne? Das ist übrigens, was mir den Tag aufgefallen ist, wenn ich meine Kappe auf habe, dann sehe ich ein bisschen aus wie der Proofwood, nur cooler. Ja, schon ein bisschen geil. So, also ihr seht, das sieht schon mal gut aus. Ja, also das hat alles gepasst. Wir haben festgestellt, dass wir was nacharbeiten mussten. Weil ja, die Löcher vom Jens, die waren ein bisschen zu klein. Aber das kann ich ihm ja auch noch sagen, das ist kein Problem. Und was man jetzt im Prinzip machen kann, ist, man kann jetzt hier schon mal alles ein bisschen vorfügen, also noch nicht anballern. Ja, ein bisschen vorfügen das Ganze. Und dann kann man schon mal gucken, wie das alles hier sich so ein bisschen bewegt. Ob das alles leicht geht oder ob das schwer geht. Ja. Ups, nicht noch hier Kratzer reinmachen. Also einfach nur handfest anlegen. Unten die Schrauben hier an den Wagen habe ich noch nicht angezogen. Ja, die bleiben auch noch lose. Und jetzt kann man hier schon mal gucken. Und das sieht wirklich gut aus. Also wie gesagt, ist noch nicht zerfettet und nichts. Deswegen hört sich das auch noch ein bisschen komisch an. Aber es lässt sich wirklich easy bewegen. Nichts klemmt irgendwie. Ne? Also das sieht doch schon mal gut aus, finde ich. Und das ist auch der Stand, den wir im Prinzip brauchen, um lackieren zu können. Also ich werde mal gucken, ich habe überlegt, ob ich irgendwie vielleicht im Badezimmer am Lüfter, ne, hier so, ob ich da irgendwie ein bisschen Folie auslege und dann da male, ich weiß es noch nicht. Draußen kann ich nicht malen, draußen sind minus 500 Grad gerade. Aber die Z-Achse würde ich jetzt auch noch nicht fertig bauen wollen, weil hier müssen jetzt die Linearführung dran, hier muss noch ein bisschen Plastikkram dran, hier muss die Dings ran und das ist nachher für die Montage
doof, wenn das alles schon dran ist. Ja, wenn wir nachher ernsthaft montieren wollen, also richtig montieren wollen. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das noch nicht. Ja. Ich baue das ja noch nicht an, weil ich will das nicht beschädigen. Ich wollte jetzt erstmal gucken, ob meine Löcher passen. Ja, und man muss natürlich dann auch mal gucken, ob jetzt dieser Winkel hier, so, also dieses, ob das hier stimmt nachher. Das werden wir aber alles noch rausfinden. Ansonsten müssen wir da noch mal ein bisschen korrigieren. Das kann man dann mit der Dicke von dem Schirm hier, kann man da noch mal korrigieren, weil für mich sieht das ein bisschen so aus, als wäre das nicht gerade, aber das ist Quark, weil es muss ja gerade sein. Ist ja im 3D-Bild auch gerade und dementsprechend dick sind die ganzen Sachen hier. Ja, das sieht schon schön aus. Also wie gesagt, dann läuft hier nachher dann der Z-Schlitten drauf. Ja, das ist also auch ganz cool. Hier kommt ja dann die Spendelklammer noch drauf. Also es wird hier schon noch ein bisschen was an Material draufkommen. Aber wie gesagt, guckt euch das mal an. Diese Aluteile sind einfach so sexy, ey. Die hat der Jens wirklich gut gemacht. Also da muss man wirklich sagen, Jens, Alter, richtig, richtig gut. Ja, hier kommen ja dann noch die kleinen Wagen drauf. Ne? Die habe ich ja auch hier irgendwo. Das ist eine gute Frage. Wo sind die? Meine kleinen 15er Wagen. Hier muss irgendwo noch ein kleines Paket rumschwirren, wo die kleinen Wagen drin sind. Wo habe ich denn die nicht? Ach, ich habe es gerade gesehen. Ich weiß, wo sie sind. Ja, also das kommt hier nachher noch dran. Also hier kommen Linearführungen ran. Hier kommt die Halterung für den ZN-Stopp hin. Hier kommt dann die HM1057 drauf. Das ist ja die Halterung für unsere Spindel. Und da müsst ihr auch noch mal ein bisschen gucken, wenn ihr im 3D-Bild geguckt habt. Die Spindel für Z, ja, die hat nur hier oben ein Lager. Und zwar hier oben an dem HM-Block. Unten hat die keins. Die ist frei. Finde ich persönlich nicht so geil, aber es war nicht anders machbar mit der Konstruktion hier. Ja, und man will mit dieser Platte so dicht wie möglich an diesen Beam ran, damit man eben dieses Deflekten nicht hat. Deflection heißt das, ne? Dieses Verbiegen, ja, will man nicht haben. Und das ist hier rattenfest. Aber das sagt nichts aus, ob das rattenfest ist, wenn wir damit da dran ziehen, denn zum einen wissen wir nicht, ob Ratten fest sind und zum anderen können wir diese Zehntel oder Hundertstel sowieso nicht fühlen als Menschen. Ne? Das geht nicht. Das geht nur mit einem Messgerät nachher und das werden wir dann auch noch messen. Der Chrissy hat dazu eine Messuhr organisiert. Ich muss jetzt mal aufstehen und mal ein bisschen Lärm machen. Der Chrissy hat eine Messuhr organisiert, die zeige ich euch mal. Die brauchen wir dann später noch. Wir brauchen noch ein bisschen mehr als nur eine Messuhr, aber wir fangen jetzt mal mit der Messuhr an. Ja. Also ich habe hier einen magnetischen Messuhrhalter. Ja. Muss man jetzt keine 1 Million Euro ausgeben irgendwo. Ja. Kann man beim Chinesen kaufen, ist halt gut. Ja. Und dann kann man hier langfahren, ja, zum Beispiel, man stellt das hier unten auf und fährt die Achse hoch und runter, also fährt diese Dings hier ab und dann weiß man, wo man ist. Ja, das ist alles kein Problem. Das zeige ich euch dann alles, wenn es soweit ist. Ja, und ich habe hier eine Messuhr. Ich habe mir auch extra eine digitale geholt. Eine Zeigermessuhr wäre auch schön oder vielleicht sogar noch besser, weil Zeigermessuhren einfach meiner Meinung nach auch mehr aussagetreffender sind für viele Leute, wenn die Zahlen sich eben ändern, dass die Leute dann eben ja, wissen, was eigentlich gemessen wurde. Weil bei diesen digitalen Messuhren versuchen die Leute auch immer auf Null zu kommen. Und das ist nicht möglich mit der Print-NC. Ja, die Print-NC ist keine Fräse, bei der ihr auf 1/1000 genau messen oder fräsen könnt. Das ist nicht möglich. Ja, das geht einfach physikalisch nicht. Ja, und was wir auch noch haben, sind die sogenannten 1, 2, 3 Blocks. Die zeige ich euch mal. Wer von euch hat mir gerade auf den Hintern geglotzt? Du? Also was ist denn hier los? Nun ja, das sind die sogenannten 1, 2, 3 Blocks und die sind jetzt noch eingepackt, weil die kommen aus China und sind schön eingeölt. Und ja, 1, 2, 3 Blocks sind Messblöcke. Ja, die sind, wenn man gute Qualität eventuell irgendwo beim Chinesen erwischt, dann sind die auf jeden Fall geschliffen. Und 1, 2, 3 heißt 1 Inch breit, 2 Inch hoch und 3 Inches lang. Ja, das sind die sogenannten 1, 2, 3 Blöcke. Die brauchen wir nachher auch noch als Referenz, ja, weil wir müssen ja nachher messen. Und das wird noch ein bisschen lustig auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen, weil wir ja natürlich mechanisch so gut wie möglich arbeiten müssen. Wir müssen einmal hier das Squaring hinkriegen, also wie die Achse so steht. Ja. Dann müssen wir hinkriegen das Nodding, das ist wie die Spindel nachher, also beziehungsweise erstmal die X-Achse oder nein, eigentlich die Z-Achse, wie die
so steht, das Nodding, also das Nicken. Ne? Und dann müssen wir natürlich auch so die Ausrichtung haben, dass, wenn die Spindel runterfährt, dass sie quasi nicht irgendwo schief hinfährt, sondern wirklich senkrecht auf unseren Tisch fährt. Und die Referenz dazu wird nachher eine Holzplatte sein, beziehungsweise je nachdem, was ihr halt als Opferplatte oder als Befestigungsmöglichkeiten hier nachher haben wollt, die wird erstmal plan gefräst. Und das wird dann unsere Referenzfläche sozusagen. Die werden wir uns dann, zeige ich euch, da gibt es einen richtig coolen Trick, wie wir uns die als Referenzfläche machen. Und von dieser Referenzfläche aus messen wir dann die Spindel ein. Also erst die Z-Achse und dann die Spindel. Und das wird ein bisschen Arbeit, das kann ich euch sagen. Es wird auch ein bisschen Denkarbeit, weil ihr müsst nämlich überlegen, was ihr da tut und wie das funktioniert und in welcher Reihenfolge man das alles macht. Das ist schon ziemlich geil. Also da werden wir schon ein bisschen Grips brauchen. Aber es gibt schöne Python-Skripte, die einen das alles ausrechnen. Also muss man jetzt gar nicht so das große Mathe-Ass sein. Ne? Das geht auch so. Ja, also ihr seht, das hat alles gepasst. Wir mussten ein bisschen nacharbeiten. Das ist aber auch völlig normal, dass man das muss. Und wir müssen halt hier nachher diese Ausrichtung und diese Ausrichtung dann noch einstellen von der Dings, dass das hier schön parallel läuft. Ja, und dann sehen wir schon, ich kann das mit einer Hand, mit einem Finger bewegen. So soll es sein. Ja, wir werden natürlich nachher noch Maßabweichung kriegen, weil wenn nämlich die beiden Rails nicht genau parallel zueinander sind, dann fängt die Achse an, sich so zu drehen während der Fahrt. Ja? Also im Prinzip übertrieben gesagt, wenn sie hier gerade ist, kann es sein, dass sie sich dann so runterdreht. Ja? Oder wenn sie hier gerade ist, kann es sein, dass sie sich dann auch nach hier hin dreht oder nach da. Das müssen wir dann sehen. Das liegt halt daran, wie gut parallel die sind. Und es geht auch darum, dass ihr euch Gedanken macht, wie genau ihr das machen wollt. Also ich kann euch eins sagen, man kann da viele Stunden drin verbringen, das möglichst genau zu machen, aber die Print&C hat natürlich gewisse Grenzen. Und man kann diese Grenzen nicht immer überschreiten. Wenn ihr das wollt, dass die noch genauer wird, dann braucht ihr ein bisschen andere Hardware, dann braucht ihr eine andere Achskonstruktion und so weiter. Das gibt es bei der Print&C Pro. Und es gibt da Leute, die da dann auch die Rohre ausgefüllt haben mit Beton und allen Scheiß. Also wenn ihr wirklich auf ein Tausendstel oder sowas fräsen wollt, dann solltet ihr euch eine große Fräse bei irgendeinem großen Hersteller kaufen. Ja? Die Print&C ist ein Hobbyprojekt und das Thema ist, es klingt jetzt irgendwie so, als wäre sie nicht genau. Aber das stimmt nicht. Sie ist super genau, aber diese Genauigkeit, die basiert eben auf euren Fähigkeiten, die Maschine auszurichten. Ja, und das ist etwas, wo man sich wirklich Zeit nehmen muss. Man muss sich Zeit nehmen und muss gucken, dass man das ordentlich macht. Ja, also, Juti, das erstmal für die Vormontage der Z-Achse. Wie gesagt, genau werden wir sie jetzt nicht, oder komplett werden wir sie nicht bauen, weil wir eben, ja, noch malern wollen und da müssen wir die sowieso komplett auseinanderbauen. Und wenn sie dann gemalert ist, dann können wir hier den Rest dran bauen. Wir wissen, dass das jetzt hier alles passt, ja, und dass die Schrauben alle okay sind und dass wir das so verbauen können. Und dann, ja, können wir nachher hier schön loslegen. Ich freue mich schon ein bisschen, dann später das Ganze noch, ja, zu vervollständigen mit euch. Also, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare, kommt in Discord, geht in Discord von der Print&C, da wird viel diskutiert jeden Tag, da kann man viel lesen und viel lernen. Ja, also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Meldet euch einfach bei mir, wenn irgendwas ist. Ja, der Chrissy, der hat immer irgendwie eine Antwort. Bis denn.